Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe erstmal, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Jetzt stehen neue Gerüchte an, deswegen kommt die Spielvorschau vor Schalke auch erst am Samstag. Ist natürlich dann ein bisschen schade, ja, aber dafür kommt sie dann schon etwas früher online für euch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und schreibt gerne einen Kommentar, was ihr von dem Abgang halten würdet. Damit starten wir dann auch schon rein. Jetzt ist natürlich die Frage, trennen sich die Wege von Robert Leipertz und dem ersten FC Magdeburg nach einem halben Jahr schon wieder? Darauf deutet seit Donnerstag vieles hin. Und ja, es wird sehr wahrscheinlich, dass Robert Leipertz uns sehr, sehr schnell verlassen wird jetzt. Ich wollte eigentlich gestern schon das Video hochladen. Gestern war auch noch verspätet das Gerücht mit Erik Gewatsche. Und da wollte ich dann deswegen nicht 3 Videos am Tag hochladen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel gewesen. Ja, aber jetzt ist es dann soweit. Das Gerücht ist da. Deswegen verschiebt sich alles ein bisschen im Uploadplan. Robert Leipertz steht anscheinend vor einem Abschied vom 1. FC Magdeburg, wie Trainer Christian Tietz am Donnerstag bestätigte. Für der Routinier beim Training war er mit einem anderen Verein verhandelt. Das ist schon mal eine sehr interessante Info. Ja, man wusste erstmal nicht, welcher Verein so ganz genau so an ihm dran ist. Er ist aber auf jeden Fall ein direkter Konkurrent, der sich da an ihn so rangehangelt hat. Es besteht die Möglichkeit, dass ein Transfer zustande kommt, sagte Tietz. Weitere Details nannte der Trainer auch auf Nachfrage nicht. Laut Bild soll Zweitligarivale SSV Ulm der Topfavorit auf einem Transfer sein. Im Gespräch ist zunächst eine Leihe bis Saisonende. Ja, und das ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr interessant, weil wir damit dann erstmal in den Poker einsteigen mit Robert Leipertz, was Neues ist, denn man hätte es jetzt nicht unbedingt erwartet, dass er nach einem halben Jahr schon geht, vor allem so ein Routinier, der sich eigentlich immer gerne zurückbeißt und auch ein Typ dafür ist, eigentlich für Comeback-Qualitäten in den Kader, dass er dann direkt Abschiedsgedanken hat, ist sehr interessant und hätte ich persönlich auch nicht erwartet, vor allem weil zuletzt dann auch ein Interview war, dazu kommen wir aber dann auch noch. Ähm, und ich persönlich finde es ein bisschen schade, ich fand ihn bei den Testspielen am Saisonanfang immer sehr überzeugend, danach bei den Saisonspielen in der Liga her, beziehungsweise als die Liga schon begonnen hat und dann die Zwischenräume, fand ich die Testspiele von ihm immer sehr schlecht. Also für mich war das so irgendwie Fünftligaspieler, so hat es sich angefühlt, auch wenn es hart klingt. Aber er hat gefühlt jeden Ball verloren, war viel zu langsam in Dribblings und so weiter und hat irgendwie nicht ins System gepasst. Das habe ich mich aber auch schon am Anfang des Transfers gefragt, wie es dann überhaupt laufen soll. Denn er passt eigentlich nicht ins System. Vor allem, weil er schon etwas älter ist. Ältere Spieler finden bei uns sowieso etwas seltener direkt den Platz, außer sie haben sich früher mit etwas jüngeren Jahren eingespielt in unserer Mannschaft. Wie zum Beispiel ein Tobias Müller oder auch ein Herbert Bockhorn. Leipertz war erst im Sommer ablösefrei zum SC Paderborn geholt worden. Kam in der Hinrunde auf keine einzige Spielminute bei den FCM-Profis in der zweiten Bundesliga. Zuletzt kam er in Testspielen der Oberliga-Reserve zum Einsatz. Und ja, das ist es halt. Ich glaube nicht, dass Oberliga für ihn das ist, was er will. Und deswegen will er auch wechseln. Aber wie gesagt, wir haben halt kaum, also wir holen keine Spiele über 30. Und das zeigt es auch schon wieder, dass das wieder nicht geklappt hat. Es ist entweder bei uns so, entweder entwickeln die Spieler sich über 30 und sind dann trotzdem Bestandteil des Kaders, oder wir holen Spieler über 30 und die funktionieren nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, das liegt einfach am System, dass da die älteren Spieler sich nicht mehr so dran anpassen können, und ich glaube, das ist auch der Fall bei Leipertz. Zuletzt hatte Leipertz noch über seine Situation in Magdeburg gesagt: Ich habe einen sehr holprigen Saisonstart erwischt. Mit einer kleineren Verletzung am Anfang der Saison und versuche gerade noch meine Rolle zu finden. Ich habe noch nicht aufgegeben, habe mich auch nicht gehen lassen, sagte er. Diese Haltung könnte sich nun geändert haben. Das Transfermissverständnis wird wohl vorzeitig beendet. Noch bis zum 3. Februar ist das Transferfenster geöffnet. Und ja, das meinte ich. Ich verstehe nicht, wieso er dann auf einmal gehen will. Das ergibt für mich eher relativ wenig Sinn. Das heißt, er will sich nicht nur zurückbeißen, er will in die zweite Liga zurück. Er ist ja einer der Rekordspieler da. Hatte sehr viele Buden gemacht. Hat dann beim FCM sehr enttäuscht. Aber da läuft es halt auch aktuell. Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben aktuell eine Top-Mannschaft. Und ich persönlich sehe nicht, dass er besser als ein Kars ist oder als Zehner besser als Mo. Nicht mal annähernd aktuell. Von dem, was ich gesehen habe von ihm. Deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig.
Ich würde es Ulm gönnen, ich würde es ihm als Mensch auch gönnen. Er ist ein sehr, sehr geiler Typ. Und deswegen werden wir sehen, was passiert. Ich wünsche mir natürlich eine Leihe. Vielleicht entwickelt er sich dann und kommt dann irgendwie noch in unseren Kader. Ja, man weiß es nicht. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Deal oder zu dem Nicht-Deal in die Kommentare. Wir werden es sehen. Ich denke mal, der Deal wird in den nächsten Tagen durchgehen. Zumindest sehr wahrscheinlich. Und dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr supporten. Schreibt einen netten Kommentar. Und dann aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und damit noch einen wunderschönen Tag euch. Und bis zum nächsten Mal.